Heute möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen, was uns in der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ohnehin alltäglich betrifft, nämlich digitale Zwillinge. Aber ich möchte das in einem Kontext diskutieren, der für uns am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik ISST hier in Dortmund besonders wichtig ist, nämlich im Kontext von Smart Data Ecosystems. Smart Data Ecosystems sind unsere Vorstellung von einer Welt, in der wir Ressourcen gemeinsam nutzen, in Ökosystemen teilen, unter natürlich halt auf Wahrung der entsprechenden Interessen der Datengeber, auch derjenigen, die Ressourcen halt besitzen, um dann aber sowohl Nutzen für den Einzelnen zu stiften, als eben halt auch für das Ökosystem in Summe. Und das Ökosystem kann sein eine bestimmte Wertschöpfungskette, ein Wertschöpfungsnetzwerk, vielleicht auch eine Stadt oder eben halt auch in Summe die Gesellschaft. Und es ist klar, dass die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz in einer integrierten Wertschöpfungskette dafür eine zentrale Voraussetzung ist. Und das kulminiert eben halt in der Schaffung von digitalen Zwillingen, am Ende faktisch aller Realweltobjekte, mit denen wir uns umgeben und mit denen wir zu tun haben und die wir am Ende auch als Menschen, als Bürger, als Kunden selber repräsentieren. Also digitale Zwillinge sind ein ganz zentrales Element, um solche Smart Data Ecosystems ins Leben zu überführen. Und von daher ist es natürlich auch irgendwo schon eine interessante Frage, uns nochmal zu vergegenwärtigen, was digitale Zwillinge eigentlich sind. Digitale Zwillinge sind eigentlich ein Werbegag, weil man hat, als man die Raumfahrt begann vor einigen Jahrzehnten und die ersten Mondmissionen halt startete, gesagt, naja, es wäre schon irgendwie gut, wenn wir ein baugleiches Raumschiff hier auf der Erde behalten würden, wenn das eigentliche Raumschiff sozusagen im Orbit unterwegs ist und dann auch versucht, auf dem Mond zu landen, weil es kann ja mal irgendwas schiefgehen und dann wollen wir im Prinzip halt an dem genau gleichen Objekt, also an einem Zwilling, nachvollziehen können, was eigentlich passiert. Und vor allen Dingen auch wollen wir nachvollziehen können, welche Auswirkungen es hat, wenn wir Veränderungen vornehmen, zum Beispiel im Design bestimmter Komponenten, in der Funktionsweise bestimmter Komponenten. Und diese Idee des Zwillings hat man dann übertragen aufs Digitale und hat gesagt, naja, wir bauen jetzt also nicht sozusagen von einem Lastwagen, einem Pkw, einer Batterie, einem Medikament, einem Parkhaus physische Zwillinge nach, sondern wir schaffen digitale Zwillinge, ne? Weil wir ja alle Daten haben von der Konstruktion dieser Dinge, vom Design, auch der Parkhäuser in dem Beispiel, bis hin zu deren Nutzung, nicht? Und insofern ist der digitale Zwilling entstanden aus dieser Idee, einen physischen Zwilling zu bauen, um eben halt letzten Endes halt, wie gesagt, Änderungen an der Funktionsweise bestimmter Komponenten nachvollziehen zu können. Aber wir haben eben heutzutage die Möglichkeit, das im Digitalen zu tun. Und im Wesentlichen haben wir also zwei Entitäten für das gleiche Realweltobjekt. Einmal das, was man anfassen kann meistens, und auf der anderen Seite eben das im digitalen Raum, was letzten Endes in vollumfänglicher Form alle Eigenschaften, Verhaltensmuster, Spezifika des Realweltobjekts abbildet. Ich sage bewusst abbilden, weil das eine der Funktionen ist, die ein digitaler Zwilling halt übernimmt. Aber wenn wir uns in der Forschung ein bisschen genauer einarbeiten, was denn sonst noch konstituierende Merkmale von digitalen Zwillingen sind, ist es eben nicht nur das Abbilden der Realwelt, sondern insbesondere auch die bidirektionale Kommunikation zwischen dem Realweltobjekt, nehmen wir mal an ein Auto, und eben seiner digitalen Abbildung im digitalen Raum. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil wir bisher eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass wir, wenn wir bei dem Beispiel eines Autos bleiben, dass dieses Auto dann eben Daten erzeugt, wenn es genutzt wird, also wo man lang fährt, Spritverbrauch, letzten Endes halt auch so Ladezyklen der Batterie und diese Daten letzten Endes meistens dann in Cloud-Systemen der entsprechenden Hersteller halt gesammelt werden, sodass man eigentlich immer weiß, der Status meines elektrischen Fahrzeugs ist es eben so oder so.
Aber das ist natürlich eben nur eine unidirektionale Interaktionsverbindung. Interessant wird es eben, und das ist tatsächlich die eigentliche Definition einem digitalen Zwilling, wenn wir auch aus der anderen Seite, also vom digitalen Raum, Interaktion anstoßen in Richtung der realen Welt, also des physischen Objektes. Und da wird es eben halt sehr interessant. Und vielleicht um einige Beispiele nochmal zu nennen. Wir haben auch ein Projekt, das ist ganz lustig, das ist in der Logistik, also für Logistikunternehmen, weil wir ja in Deutschland, auch in anderen Ländern seit einigen Jahren oder in einigen Ländern schon ein bisschen länger eben halt Mautgebühren zahlen müssen, insbesondere für LKWs. Und meistens stellt man fest, dass bei sehr grundlegenden Dingen Probleme auftauchen. Denn in einigen Ländern ist es so, dass halt die Höhe der Maut berechnet wird aufgrund der Achsen, zum Beispiel der Zugmaschine, also dem Lastwagen, und der Zahl der Achsen des Anhängers. Da sagt man eigentlich, naja, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Muss man ja nur zusammenzählen, ist ja nicht so schwierig. Aber es ist, der Teufel liegt im Detail, es kommt immer wieder zu Problemen, weil wenn zum Beispiel der Fahrer der Zugmaschine einen Trailer oder einen Anhänger ankoppelt, er vergisst in der Onboard-Unit die Gesamtzahl der Achsen, also seiner eigenen Zugmaschine und eben die Zahl der Achsen des Anhängers einzutragen. Oder er geht davon aus, dass das automatisch erfasst wird durch die Kabelverbindung, die zwischen beiden Komponenten, also Zugmaschine und Anhänger, hergestellt wird, aber manchmal sind sie einfach kaputt. So. Und das führt dazu, dass letzten Endes für die Mautmeldung falsche Daten abgegeben werden. Und man kann sich natürlich vorstellen, das ist ein sehr einfaches Beispiel für ein zunächst mal digitales Abbild, dass man sagt, naja, beide Komponenten, also der LKW und der Anhänger, sind eben halt mit Sensorik ausgestattet und auch einer Konnektivität ins Internet und könnten quasi sagen, also ich bin Anhänger XY und ich habe 3 Achsen zum Beispiel. Wenn dann klar ist, dass dieser Anhänger von der Zugmaschine A gezogen wird, dann kann man die Achsen einfach quasi im virtuellen Raum, im digitalen Raum zusammenziehen. Und das passiert dann. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass aber auch diese andere Richtung, also aus dem Digitalen in die reale Welt möglich ist, könnte man sagen, naja, pass auf, wenn das System, der digitale Zwilling, merkt, hier stimmt irgendwas nicht mit der Anzahl der Achsen, dann kriegt der Fahrer eine Warnmeldung, sodass er gar nicht losfahren kann zum Beispiel. Könnte man sich vorstellen, damit er nicht falsche Mautangaben macht und am Ende eine hohe Strafzahlung zu leisten hat. Also ein sehr einfaches Beispiel. Ich hatte schon angesprochen, Realweltobjekte sind auch wir als Menschen, insbesondere wenn wir Patienten sind. Und es gibt ja schon seit einiger Zeit eben halt das Ziel der personalisierten Medizin, also dass wir nicht nur Pillen haben, die in 50 Mikrogramm, 100 Mikrogramm und sonst was irgendwo verfügbar ist, sondern eben wirklich genau auf unsere Bedürfnisse, die sich ja auch dynamisch ändern, angepasst werden kann. Und dafür ist natürlich wichtig, auch ein digitales Abbild von uns zu haben in Bezug auf unsere Konstitution, auf unsere Präferenzen, aber eben letzten Endes halt auch über unsere Patientenakte, also welche Medikamente nehmen wir noch, und über unseren Zustand als Mensch, also beispielsweise erfasst über Smartwatches oder so etwas, sodass wir dann eben halt tatsächlich auch diese Medikamentation sehr personalisieren können. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das so ist, also wir haben irgendwie digitale Abbilder von fast allem, das ist schon das Ziel tatsächlich, also die gesamte Realwelt irgendwo digital abzubilden und digitale Zwillinge zu erschaffen, also nochmal mit dieser bidirektionalen Interaktion. Die Frage, die sich dann stellt, ist eben, was tut eigentlich so ein digitaler Zwilling in einem Smart Data Ecosystem? Und zunächst ist es mal so, dass der digitale Zwilling Transparenz herstellt über den Zustand der Welt bzw. der Objekte in dieser Welt, Patient, LKW und so weiter. Das ist ganz wichtig. Also wir können zu jeder Zeit eigentlich sagen, in welchem Zustand sich die Welt befindet, und das ist schon auch ein großer Fortschritt, weil wer sich noch so an relationale Datenbanken erinnert und so weiter weiß, dass typischerweise das, was in der Datenbank steht, nicht mehr dem Zustand der Realwelt entspricht, sodass wir dann von schlechter Datenqualität sprechen, weil eben halt die Einträge in der Datenbank nicht mit dem Wandel der Realwelt Schritt gehalten haben. Also das ist schon mal ganz wichtig. Was digitale Zwillinge auch tun, ist, dass sie die Realwelt simulieren. Also man kann sich vorstellen, wenn wir alle Daten haben von einem Patienten und auch letzten Endes von anderen Patienten, dann könnte man natürlich überlegen, was passierte denn wohl höchstwahrscheinlich, wenn wir die Medikamentation leicht heruntersetzen oder leicht erhöhen zum Beispiel. Also wir können letzten Endes halt Simulationen durchführen. Das ist ganz wichtig, weil
digitale Zwillinge uns auch Vorschläge machen werden oder uns warnen. Wir hatten schon eben das Beispiel vom Lkw-Fahrer, der gewarnt wird, ey, pass mal auf, du hast die falsche Zahl an Achsen angegeben, also bitte fahr nicht los. Nicht? Und das ist auch etwas, was wir eigentlich schon lange kennen. Wir kennen diese Vorschläge oder Warnungen aus dem Bereich von Recommender-System, also Empfehlungssystem, nicht wahr? Gerade wenn wir uns ein Buch kaufen, viel bekannt will ich auch nicht ausbreiten, Leute, die so sind wie du und da so wohnen, wo du wohnst, haben neben diesem Buch, was du gekauft hast, auch jenes gekauft. Also das ist auch nichts Neues. Aber was eben neu ist, dass diese digitalen Zwillinge auch anstelle und für die Realweltobjekte Entscheidungen treffen. Und das ist neu. Also diese digitalen Zwillinge gewinnen an gewisser Autonomie und werden in einem Rahmen an Zielen, vielleicht auch an Werten, schwieriges Thema, Entscheidungen treffen, die dann eben halt Aktionen, Handlungen in der Realwelt auslösen. Und das ist etwas, was wir sehr stark auch unter dem Begriff Smart Data Ecosystems in dem Bereich Smart sehen, weil hier natürlich künstliche Intelligenz und verschiedene KI-Modelle zum Einsatz kommen, die die Grundlage sind, um solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Also letzten Endes werden digitale Zwillinge und KI-Agenten verschmelzen. Und daraus ergeben sich natürlich ganz interessante Fragen. Zum Beispiel, wie vertraue ich den Entscheidungen dieser digitalen Zwillinge? Und wie vertraue ich auch den Datenquellen, die so ein digitaler Zwilling bzw. KI-Agent nutzt, um zu simulieren und auch seine Entscheidung vorzubereiten? Wie passiert eigentlich der Datenaustausch? Weil um Entscheidungen zu treffen, das kennen wir ja auch, meistens sind nicht sofort alle Informationen verfügbar, die man braucht, um eine rationale und fundierte Entscheidung zu treffen. Also dieser digitale Zwilling / KI-Agent wird sich sein Wissen irgendwo beziehen müssen. Man kann dann davon ausgehen, dass man große Sprachmodelle nutzt, aber man kann auch davon ausgehen, dass er private Daten anfragt, die er eben nun mal braucht, um seine Entscheidung zu treffen. Nicht? Wir haben natürlich auch Fragen, wenn wir schon bei KI-Modellen sind, wie sind die dann eigentlich verteilt? Nicht? Wir hatten ja gesagt, Ökosysteme bestehen nun gerade aus der Tatsache, aus der Struktur, dass wir eben verschiedene Akteure zusammenbringen, die unterschiedliche Datenbestände und Wissensbestände halt mitbringen. Und die Frage ist halt, wie trainiere ich dann eigentlich halt solche Modelle in solchen verteilten Systemen? Wir haben schon lange Federated Learning natürlich gesehen, aber es wird dann eben interessant, wenn ich halt Daten benötige, auf die ich nicht einfach so offen zugreifen kann. Also interessante Fragen und die besprechen wir in den nächsten Sitzungen.